Hallo liebe Zuschauer, nun kam die Frage, wie sieht es denn mit Denguefieber aus hier auf unserer Insel? Ja, Denguefieber wird ja von der asiatischen Tigermücke übertragen, die eigentlich überall ist. Hier bei mir im Garten habe ich also hunderte von denen, habe also auch hier schon mal sprühen lassen, aber es kommen immer welche durch. Die Tigermücke ist an sich nichts Besonderes, außer dass sie Krankheiten übertragen kann. Das ist das Wichtige bei der ganzen Sache. Die kann man auch sofort erkennen. Die sieht ja wirklich aus gestreift wie ein Tiger. Aber es muss in der Nähe einer sein, der also schon das Denguefieber hat und wo sie das Blut von aufgenommen hat, und dann kann sie dieses dann wieder übertragen. Meine damalige Frau letztes Jahr, die wurde von so einer Mücke gestochen und lag dann 2 Wochen im Bett. Die konnte sich nicht bewegen, die hatte Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Temperaturschübe bis 40 und 40,5 habe ich einmal gemessen. Einige gehen sogar ins Krankenhaus, weil die Sache so schlimm werden kann. Aber man kann sich auch dagegen schützen. Es gibt Sprays, da muss aber der Inhaltsstoff DEET drin sein. Wie ich gehört habe, ist das dann auch schon mal von der thailändischen Armee getestet und befürwortet worden. Das Zeug muss also ganz gut sein. Auf den Flaschen steht dann auch, wie viel Prozent davon drin ist. Und je höher, also je mehr davon drin ist, je weiter sind die Moskito von einem weg. Das sollte man also auf die Haut auftragen, nicht unbedingt sprühen, sondern in die Hand sprühen und dann anschließend auf die Haut verrieben werden. Ich werde jetzt mal hier im Anhang, ich habe gesehen, bei Amazon gibt es sowas, damit ihr ein Beispiel habt. Ihr könnt auch ein anderes Spray nehmen. Ich will also hier nicht jetzt unbedingt für dieses eine jetzt eine Werbung machen. Guckt euch das mal an. Bei Amazon habe ich es schon gefunden. Ich gucke jetzt mal bei Lazada, ob es da auch ein Mittel gibt für diejenigen, die also hier in Thailand wohnen. Ja, ansonsten, man kann also nicht sagen, dass eine Region betroffen ist. Es hängt davon ab, wie viele Kranke sind gerade in dem Bereich, die eventuell wieder gestochen werden. So, hier sollte man dann darauf achten, wenn man den Patienten, sprich damals meine Frau, zu Hause pflegt, dass man wirklich alles abriegelt, dass keine Moskitos, keine Tigermücke wieder in den Raum reinkommt und dann anschließend dich dann infiziert. Das ist ganz wichtig. Immer wieder Mückenspray im Haus verteilen, dass also keine Mücke im Haus ist in diesen 2 Wochen, wo sie krank ist. Wie es anschließend aussieht, wenn derjenige wieder gesund ist und die wird nochmal gestochen oder derjenige wird nochmal gestochen, so weit bin ich medizinisch nicht drauf, um das ohne weiteres zu beantworten, ob die denn trotzdem noch immer diesen Virus oder was es ist aufnehmen kann, um andere damit anzustecken. So, das wäre es eigentlich zu diesem Thema, und ja, kommt nach Koh Samui. Wie ich schon in meinen Beiträgen gezeigt habe, ist das eine wunderbare Insel. Ja, ich mache Werbung für Koh Samui. Ich finde sie einfach toll, die Insel. Mit ihrem Wetter, mit den Stränden. Ja, und vielleicht können wir uns ja sehen. Mein Angebot steht weiterhin. Wenn ihr nach hier kommt, meldet euch. Und wenn ich Zeit habe, da können wir zusammen eine Tasse Kaffee auf meine Terrasse trinken. So, ansonsten alles Gute von Koh Samui aus. Tschüss.